Goedemorgen, Ola. Mag je kruisen in den Namen von unserem Vater, von Jesus Christus, den Heiligen Geist. Mag de Vrede Gottes even aan zijn, ons deze morgen dichtbij zijn, en het vooral als van ons Ola, zijn Gottesdienst te gaan is dit niet uitstralen en thuis zijn, hier bestaan en hier fysisch nicht zu Menschen reden, nicht, aber früher geworden thuis, das anmerken, das horchen, en gebetsvoll zijn, dat de Heilige Geest wat ons reden, krijg in deze tijd, wo wir bij leben, in diese tijd, nicht, wo het ganz besonders veel verschiedene Dinge geht, wo veel Menschen, einer leeft dit, einer leeft dort, wie kann sein, dat het Vertwijfelungen geben dat, en dat schon. En aber in dieser Zeit, nicht? In welcher Zeit, wo wir uns wollen prüfen lassen, wo wir wollen den Geist Gottes reden lassen zu uns, ernstlich, und wir wollen da begraben. So, mir haben erst vor diesen Tagsvorschau mir ein paar andere Verse zu lesen, was ich mir schien hier sah, für ein Bitte posten. Das ist Hebräer 1, Vers 1 und 2. Ich werde die lesen, und dann gehe ich eben zu den Tagsvers. Das sage ich, ist es Hebräer 1, Vers 1. Gott, der in vorherige Tiden Fährten und auf viel verschiedene Wege durch die Propheten zu unsere Führer geredet hat nu in diese letzte Deel, durch seinen Sehen zu uns geredet, hat am Dutte bestimmt, alles zu ordnen. Durch den Sehen hat Gott auch die Welt gemerkt. So, mir schien sich das von der Augen, wie das sagt, der letzte Tiden hat die zu uns geredet, nicht? Und wie sein das, nicht? Gott redet von der Augen nicht bis zur gewissen Person, zu der ganzen Welt. Ja, wie sein, und wo das geht die Ortschaft, wie weit das nicht, dass ein Tag kommt Jesus Christus seine Ortschaft, der leistet zu holen. Und mir schien sich diese Verse passend zu sein hier, dass wir morgen, dass uns auch wichtig sein, wenn Gott redet, dass wir wollen horchen, dass wir wollen aufmerksam sein. Und dann aber mein Tag sieht von der Augen von Hebräer auf Vers 6. Wo das ist, sage ich, aber Unglauben ist dort allmählich Gott gefallen, wenn Gott kommen will, mit Glauben, dass er ist. Und dort hat er belohnt, der am ernstlich sehen. Ich habe sein, wo das reden wird, wie man einen Glauben haben, wenn wir in Gott kommen wollen, dann wir sind Gott nicht mundgefährlich, wenn wir nicht glauben, dann und damit wir glauben, wenn wir in Gott kommen. Und was sagt hier das letzte Eng, das entscheidet Eng, nicht? Und dort hat er belohnt, der am ernstlich sehen. Und das habe ich einmal sagen, dass Gott belohnt hat, eine Person, die du ernstlich siehst, die kriegt Frieden, nicht? Aber in der Untersteht sagt er, klappt an, so was du aufgetan, wer du siehst, der wird fein. Und das ist so ein schöner Part, dass wir das in der Bibel haben und dass wir das vertrauen können, dass Gott dort geben wird. So, Hebräer auf, Vers 1 sagt, der Glauben, der ist eine Gewissheit, dass wir dort trainieren wollen, ob dort wir hoffen. Ob was wir hoffen, und es ein Nicht-Zweifeln und dort, was wir nicht sein. So, der Glauben, wenn wir einmal checken, der Glauben, was ist dort, das ist eine Gewissheit, was wir trainieren wollen, ob was wir hoffen, und dort ist ein Nicht-Zweifeln und dort, was wir nicht sein. So, das ist karte Sache in Glauben, nicht? Und aber wir sind von der verschiedensten Glaubens. Alle Welt glaubt, aber was glauben sie? Was da wir glauben? Wir haben als Christen haben ein Leben gehabt, wo wir glauben. Und was ist da, was wir glauben? Dass wir gerat können sein, dass wir Frieden haben mit anderen, dass wir eine volle Hoffnung haben, dass wir nur das Leben wollen wir haben sein. Und das im Glauben festzuhalten, nicht? Und aber die Welt hat von der Unglauben, nicht? Sie biegen sich den vielmal traag, dass sie alles traag studieren sollen, so als das was, wenn wir kicken in eine Weltforscher, wo sie dann viele Dinge, was sie glauben, wo sie dann alles rückkriegen, wo das als was, wo das stimmt lange nicht mit unserem Glauben, nicht? Sie reden von Millionen Jahren 3, als das und dort passiert.
En aber wie zijn niet staat, we gaan in ohne Glauben, wo wir an das Wort Gottes glauben, wo wir können volop vertrauen, en wat er staat, dat we kunnen vrede haben mit unserem Herrn Jesus. In Johannes 7, Vers 38 sage ich auch, dass eine sehr schöne Schrift steht, was sagt, dass es steht, wer mich glaubt, so aus der Schrift sagt, in dem Sinn Banner steht, wo ein Leben die Wuterströme ran. So, das ist was ganz Besonderes, nicht? Und wir wollen so glauben, dass die Schrift sagt, wenn wir uns vor einen Luten Trag biegen von den Helden Jesus, da wird it ans Banner steht, was rauskommt, da wird ein Leben die Wuterströme ran. Und das, kann ja klar eine Planten sein, nicht? Mir ist das immer wichtig, lauter ein paar Jahre, wenn wir haben mit viele Plantjes versagen zu tun gehabt, und dann, als du ein sehr schmackt Beispiel, wie kann sein, wenn wir die kommen, das Park Warteln, wo der Top ist, die kann gleich viel schaffen, das dort, aber wenn wir den Irren Saaten tun, dann die muss von 2 bis 3 Jahren, wenn wir dann war frisch genug rufen tun, der Steuer, dann haben die uns kleine Bitte Warteltjes frisch geschmeten, wo die frisch anfangen zu schaffen, das ist eine neue Irren Saat, der ist Magnats, und dat hebben voets boven aan de stuur zijn. Ik kom dus in een kleine, nieuwe, blanke blädertjes uit wanneer ik schwarteltjes heb. Zodat die maar even goed een paar jaar, dan zijn de witte, kleine fransjes, wat door nieuwe wartelen zijn, nieuwe schoven doen. Zodat wat hier Johannes zegt, zo wer on niet luistert, is de schrift zegt, ik den zijn scherper worden, leven je struimen aan. Zodat is wat ganz Besonderes. So, glauben alle Menschen das Rechte, wir können sein die auch nicht. Glauben da wie alle, aber wir haben den Glauben nicht, den reichen Glauben. Viele Menschen haben nicht den reichen Glauben. In der Gerechtigkeit ist aber oben Teil in Gott riech allem die Hahn. Er hält den Hahn und der hält durch, nicht? Aber die meinen nicht alle. Sie nehmen nicht alle am Glauben an. Sie nehmen das nicht. Aber Gott hat das all für oben durch. Er hält den Hahn und weil sie hier den Hahn, dass alle Menschen das sollen annehmen. Und aber doch, wenn es eine längere Zeit kommt, da weit wir dann können wir uns feststellen, dann gehen die Hänge rauf. Nicht? Ein Mensch, der plötzlich will annehmen, dann rutschen Gott seine Hänge rauf. Und das ist schon. Wir können von der sein, dass viel so passiert. Ein bisschen Bild, ich darf das dann, wenn wir hier erst was tun, ich weiß das nicht letztes Jahr in Jahr, dann voor dat met nog na Traktaten niet teilen, dan dat fällt sich dann vor allem all eine ganz besondere, wo wir sagen, und er gab sich einmal ganz harnig, wie stellen uns einmal rauf und dann auf groß gehen utteilen Traktaten, wo wir viel Pracher sein, in Rüttenrennen wahrscheinlich, wo die sind uns für unangenehm, nicht? Die sind uns ammerlich. Und aber viele Menschen, die wollen diese Traktaten, sie wollen weiten, wo der Boven ist, viel ist wichtig, wo die Bilder der Boven sind. Und die nächste, die sind so nicht, der rührt Boven und drehen bis man Kopf, sie wollen nicht ein Traktat. So, das fällt sich uns dann ein bisschen so, dass einer durch eine vergebene Arbeit tät, nicht? Wo viel mehr ans Futter, der das handhält und so viel das nicht annimmt, dann wird er einen Tag den Hänger raufladen. So, Matthäus 3, Vers 10 sagt, der Axt legt de Baum an der Wartel reit, und jeder Baum, der nicht gute Frucht trägt, wird aufgehakt und im Vieh geschmissen. So ist das von der auch ganz besonders wichtig, dass Jesus von der und der an der Wartel gerufen und umstrahlen. Wie kann das sein? Mit all das, was in der Welt passiert, viel checken verschiedene an, nicht, aber das de Welt abgerechnet, ik vertrouw, man volgt vertrouwen dat God redt. God wil gaan de mensen zijn weg worden. En wie kan zijn die doen? Er worden veel weg, die vrouwen zich, wat je aan, beast het, en wat deint het, van wie komt het, er beast het krijgt. En dat is wondervol, dat passiert, niet? Dat de mensen vrouwen en zegen worden. Ik heb het volle vertrouwen dat het dort ist, dass het sagt, der Ärgste ist an der Baum, an der Wartel reut, nicht? Und wenn ein Baum nicht fruchtreich, Gott lügt nach Wahrheit, der einmal war abschadern, dat seines der Wartel war einmal war der Bananen schmieden, dass dort Frucht verdeelt kommt, nicht? Und aber sagt, wenn ein Baum nicht gute Frucht trägt, der wird aufgehakt und im Vieh geschmieden. So von der ich habe das sein, dass Jesus hat
Dunksträden hat er an der Warklen schofen. Und heute, wie kann das sein, man Christen hat, dat as, dat we zullen bestuipen Warklen, dat we een Glauben kommen, en ook bezit voor mensen, dat ze zullen Weg worden. En in deze niet iedereen geplant worden, wat juist is, wat de nood is, wat de Weg is, en we gaan, we zullen nie werkelijk uitschmieden, dat we gegründet worden. En ons Christen, dat we niet worden ansloten, dat we zullen wakker zijn. Ik heb zo tevreden, niet? Dat veel meer, wanneer het zo leicht rijdt, dan gleich wie das schafft alles so fein, das jetzt zu scheinen, und wir brauchen nicht besiegt wird, wir brauchen nicht uns zu beten, so fertig, hab Knäus gehen, beten, und dann war wir schlepperig, nicht? Das kommt viel drauf an, in diesen Tiden, das sei wie immer war, Matthäus 9, Vers 27, der 30, sagt, dass es steht, als Jesus von du wieder ging am zwei blinde Männer heran und schrien, Lüd, hab Mitleid mit uns, die David ihn sehen. Als Jesus im Huis ging die blinde ook naar hem en Jesus zei te hen, geloof je dat ik dat doen kan? Zij zeiden, ja, Herr. Dan schiet Jezus ihre Augen aan en zei, dat zal krachtig zo worden als sie geglaubt haben, en zij kunnen zijn. Ik heb nog een gelijkenis zijn wat de Glauben is, niet? Habe ich zo'n großen Glauben als diese zwei Blinde. Ich sage einfach ganz gleich, dass er nicht passiert, dass sie geglaubt haben. Ich fragte ihn, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Und dann sagen sie, ja, Herr. Und dann hat er noch einmal prüfen, sagt er, dann passiert ihnen krass, dass sie geglaubt haben. Glaube ich, wenn sie das nicht geglaubt haben, dass sie wohl sein kann, ich glaube das nicht. Das ist klar, dass sie dann, wenn sie da einen Zweifel gehabt, dann wollen sie nicht an sein. Ja, ich sage, das passiert ihnen krass, dass sie geglaubt haben, und sie wollen sein. So, Offenbarung 3, Vers 1 haben hier, wird falsch zu lesen, wo diese eine Gemeinde, das ist die 7., nicht die letzte, Laodicea, schrieb, sagt das hier, nur den Engel von der Gemeinde von Laodicea schrieb, das sagt, der durch Ammenheit, der mit sein Zeichnis treu und wahrhaftig ist, der durch den Gott alles anfängt zu schaffen. Ich wollte deine Worte, und dass du nicht kalt und nicht warm heute bist. Ich würde mir wünschen, dass du kalt oder heiß bist. Und willst du warm und nicht kalt oder heiß bist, wo ich die aus meinem Müll rausspielen, willst du sagst, ich sie reck, fall ab und mir fehlt dort an nichts. Aber nicht weißt, dass du ein jammerlich, armet, miserabelig, blingend, nervig Wrack bist. Ich habe gesagt, wo traurig das ist für so eine, wo du warm sein. So wie von der nicht viel mehr und wird so warm, dass wir das nicht ernstlich nehmen. Wir sollen doch nicht so sein. Er sagt, dass er das hier ganz eine Aussage, was uns sehr unangenehm ist. Nicht? Er sagt, ein miserabelig, blindend, nervig Wrack, sagt er. So ich ruhe dass du von mir mit viel gereinigtes Gold hast, dass du recht warst, und dat witte Kleider antragst, dat deine nervje schon nicht vom Dach kommt, und dat du deine Augen mit Augensalb anschmierst, dat du sein kannst, wem ich Gott sie, doch ich trag wiesen, die Strophen, nehm auch die Ehrens in Kleid, nehmt dat Ehrens in Kleid an. So, dit Port, wenn wir hier lesen, dass juist der ans Tauren, dass wir sagen von einem Gold kaufen, gereinigt, das wird mit viel durchläutert ist, so wir kaufen von einem, er nur das, was er sagt, alles, was für diesen ausgesagt ist, was der warm ist, das er umbauen danach. Wir sagen viel gereinigte Gold kaufen von einem, und wir sagen unsere Uhren mit Uhrensalbe anschmieren, dass wir sein können. Und was von der Zeit wir leben, nicht, und wo wir waren angekommen mit der Zeit, wo wir die waren ausgeben. Ein Pfarrer sagt, das Speise Zeit, wir sagen, kauft die Zeit aus, dann hat es Speise Zeit, und wie kann das sein? Nur die Bibel kann wie sein, dass wir den freien Willen haben, glauben haben, eine freie Entscheidung. Nicht? Wie kann nur die Bibel kann wie sein, dass wir dass allerlei ist, aber danach, dass wir kann eine freie entscheiden, ob wir das glauben wollen oder nicht. Diese Blänge kann sein, dass sie, ja, seht ihr, die passiert, kriegst es die Glauben dann, und sie haben den reichen Glauben, sie waren sein. So schatz wie dort wird, in den Glauben, dort hell, was wir gekriegt haben, dass wir den Glauben festhalten, das ist sehr wichtig, dass
de Feind für sich mit alles, was hij allem im Zweifel te brengen. So wie kann het zijn van die lange tijd, nicht? Einer sagt dit von das ganze Abrieb, was in der Welt ist, ja, wir sein, einer sagt dit, einer sagt dort, einer sagt ja. Und schließlich, wenn wir alles hören, was wir bleiben, bringt es nicht in gewast im Zweifel, so wer wir wat ever dort checken, wer wir bis das volle Vertrauen haben, dass Gott reden wird, dass wir wollen im Gebet sein, dass wir wollen uns loten, onreden, dass wir uns wollen loten verbessern, wo wir können, dass wir wollen mehr Witte wirklich schmieden, wo wir sollen Deiper gehen, wenn es abgeschert wird, die ihr einmal weg wird, dass unsere Werkeln bis Deiper gehen, und dass wir wollen auf diesem Feld ganz rumgewerkelt sein, was Jesus Christus ist, dass wir wollen Fuß auf am stehen. So Andreas laat op oben kijken, wat mij wichtig weer en wat ik in mijn leven maar beleefd heb, dat we zijn veelmaal in brieven ons zelfs, als we Gott gefährlich zijn en als we in de waarheid staan. Veelmaal brieven, Gott, we zien het dan vrij wie meisten tekens, dat we einfach wel dit zijn, dan zijn, dat het nog maar weit is, dat die geloven. En we zullen maar niks dat zijn, we zullen volle hoofdtreuen hebben, we zullen dat geloven wat de Bibel zegt. En wat zegt hij? Wer du an mij geloofst, is de schrift, zegt in zijn Körper worden leven gestreimd eruit raam. So Thomas, dat we ook einer, wat niet geloven wil. Jezus kwam op eens, wo ze nach waar hij verschloten deren weer, hat seine Mitgänger gesagt, wo nicht glauben, was Jesus sagt, dass seine Finger schlägt, sieht er, dass die in seine Leichen einsterben. In der Hänge, und dann kommt hier, das sagt hier Johannes 20, 27, 29, ich wollte das eigentlich lesen. Dann sieht er Thomas, reik einmal den Finger an und kick nur meine Hänge und reik deine Hand her und leide in meine Seele. Und geef die nicht dem Anlaufen haben, aber Glaube. Dann sagt Thomas da an, mein Herr und mein Gott. So nicht heute das sein, ich glaube da. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt da an, Thomas, du glaubst nicht, willst du mir sein hast, seilig sind, die nicht sein und doch glauben. So, weil wir von dir sagen, was du nicht, machen ich sein, dass wir glauben. Weil wir sagen, so, ist, Hebräer auf 1 sagt, dass der Glauben, dass es eine gewisse Taufe sagt, dass wir dort glauben, was wir nicht sein. Weil wir an dort glauben. Jesus, wir verdient, ja, diese Geschichte, auch eher zu gehen im Lukas 8, paar Vers, verdient, wie Jesus in Gada Arena gewesen, diesen Mann, der in den Bäumen wohnt, in der Gräber, nicht, wo keine Frier hat, der Tag nachging, in schräg, in schlüssig, mit Steinen, aber nicht bei 3. En dan zegt het hier in zijn stad, en als Jezus treedt, kwam neem ze hem op, wils ze hadden alle nu am geluid. Gro dan kwam Jaros, een leraar van de Judenschool, tenuit voor Jezus haan en pracher aan, naar zijn huis te komen, wil zijn einzige dag dat 12 jaar oud lag abgestorben. En dan wurde des Everstar wie naar Jezus gekomen, als hij hier een grote verzameling. En dan, aber wenn sie wel gehen, wenn sie wel durchkommen, dann sagt er, aber während er ging, drängt das Volk an, in eine Früh, die al 12 Jahre wie krank war, die alles al verdacht hat, was sie zum Leben hat, en dacht, keiner kann gesund merken, von keinem kann geheilt werden, kein von hängen und Jesus nahen, en fout an bloß umkleid, en auf einmal hier sei ab mit blijden. Ze hadden al lang om dit geleden. Dan zegt Jezus, wir haben mich engagiert, als zij dat alle verstreden, zegt Petrus te aan, Meester, dat valt drink en schrift die, en du fragst nach, wer die engagiert hat. Aber Jezus zegt, mir haben wir engagiert, ik feil, dat eine Kraft von mir rütting. Als de früh sagt, dat zij du nicht können geheim bleiben, fängt sie an zu sattern und keim und schmeißt sich vor Jesus an und sagt an, du für alle Menschen, woran sie am engagiert haben und wo sie furzwie geheilt werden, dann sagt er, zu eurer Tochter, die Glauben auf die gehalten. Go in Frieden. So diese Früh, die wir geheilt waren, nicht? Wo, bloß um Glauben, sie hat Jesus sein Kleid engagiert und sie war plötzlich sind. Und Jesus, was vorher zu ihr gesagt hat, aber sie hat es volle Taufe getrüht, wenn sie den,
wo ein bisschen um Kleid angeschiert haben. Wahrscheinlich hast du viel gehört von einem, wo er kranke heulen hat. Und sie hat diesen so großen Glauben, dass sie bis wohl am sein Kleid anschiert und so war plötzlich gesund. Und wieder ging er in diesen Eberschen, wo er erst noch gefragt wird, diese 12-jährige Tochter, schicken sie einmal Tiering, die brauchst den Meister nicht mal, sollst ihn zufrieden lassen, wenn er soll sterben, dass er soll zu lot, und dann kämpft er und sagt, sie sollen ein bisschen glauben, so den wollte ich mal lesen, die Tochter soll sterben, dann lässt den Meister nicht mal zufrieden. Aber was Jesus dort hier sehr heute Abend, fürcht die nicht gleich bloß. Und heute der abwarten, mit die sind. Und wie kann sein, der wird Glauben haben, für der ist alles möglich. Ich habe hier ein Leid, was mir immer wichtig ist, das viel von dem Feuer. Vielleicht haben die das alle, aber ich habe die Gelegenheit, dass in das Buch bin, wie das in uns Jugend üben. Mir wird das immer viel wird, und ich wüsste dann, dass das wurde in das Buch dann kommen, wenn das Buch aufgestellt wird. Das Leid sagt es das. Und das ist mein Gebet, die ersten letzten Monaten, dass ich möchte es das sein. Das sage ich hier, ist das, merk mir reiner, immer kleiner. Gib mir Jesu treuen Sinn. Mach mich fester, o du Höchster, nimm mein Herz, mein Leben hin. Mach mich reiner, immer kleiner, mach mein Herz zum Tempel dir. Mach mich stille, dass dein Wille, öffne mir die Gnadentier. Mach mich reiner, dir Herr gleicher, reicher in der Lieb und Gnade. Mach mich treuer, du Erbarmer, dass ich wandle deinen Pfad. So wunderschöne Gedanken hier bin, nicht? Merk mir reiner, aber immer kleiner. Das mein Akt wird nicht sein. Dat wir worden reiner worden, dass Jesus immer gerater wird in uns. Und dann sagt der Chor, dat ist das sagen, reiner, kleiner, mach zufriedenen mein Herz. Du gibst Leben, und das für diese Base, hier sagt hier und so, du kannst jedem neues Leben. Kannst mich führen, himmelwärts, so dass das entscheidende Leute, als mein Gebet war, der Lothar Monat mit Gott, mag kennen, dass er mag immer gerater an mir worden, und dass ich immer kleiner sei. So, Jesus hat viel geheilt, er hat eine Leib für Kranke. Wie kann das immer wahr sein? Wo Jesus der sich abholt, man Kranken, er sagt, hier, auf einer Stelle, ich sehe bloß für dich gekommen, der wird du krank sein. Wenn er sich top sammeln mit Wurzeln an Sinne, da er sich dolsat mit Dash mit Enthob, wie kann sein, hat eine Leib verernt nicht. Vielmal checkt wie so an, man hat Menschen nicht leid, was sind, und er hat beim Brennen hart verernt, er hat der rare Leib, er will haben, dass er das an Rück kommt. Und er sagt sich, ich habe eine Stedol mit dieser Sinnataub, mit der Tagsklag da, und er hat mit ihren Taub. So, ich will hier mal lesen, Matthäus 14, und als er durch Handging, sah er all die Menschen in am Jomarot, er ernt, und er heilt die Kranke, er kam besonders für die Kranke. Matthäus 9, Vers 10, der 12. Und als Jesus im Haus der sagt, kam viel Tagslag da in Sinn und sahen sich bei Jesus in Gänger Dol. Bei Jesus in seine Gänger Dol. Und als die Pharisäer dort sagen, sehen sie zu Jesus seine Gänger. Warum hat die Meister mit dem Tagslag den Sinn taub? Als Jesus dort hier sehr heu, die Sünde brücken den Doktor nicht, die brücken wohl die Kranke. So, heu hat ein besonderes Wort für die Verlorenen, nicht? Das, wo an das ging, wir kamen, und heu will haben, dass wir den Pfosten glauben, das Taufe vertrauen sollen haben. So, wir haben auch viel Glaubenshelden im Alten Testament. Wie kann sein Mose, wo er immer war, nie Mut fällt, und Gott, hat uns ab Gott vertraut, das Fall zu führen, ab so vielmal beschuldigen deuten, und Moses einfach ganz an der einen kam nicht, und an jeden war er in der Garten, da war er nie in Mut, fairer war zu tun. Und wir können auch sein Daniel, wovon starken Glauben hat, nicht? Wenn es in der Lebensgrube geschmiert wird, der Gott am der Lebens der Müll schlüten, und das wird wegen seinem Glauben, nicht?
Hij deed gewoon beten 3-mal am Tag. Hij deed nicht den König glauben, aber der Gott glauben, den Ewigen. So wir haben viel Glaubenshelden in Oude Testament, ook besonders einem Nien, wo het am Stephanus geht, wo er sagt, wir voll Glauben in Heiligen Geist, en wo sie an den Steinen. En dan schrift er nach heute, Gott verjaft ihn nicht, wenn sie an den Steinen, wegen sein Glauben, den sie am Steinen, hij wordt verfolgt. So, wir haben hier zu lesen, Römer 5, 1-6 noch, weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, habe ich Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den uns den Weg aufging mit der Genur. Und du wie stehen und wie freuen uns in der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Aber nicht bloß dort, wir sind hier auch froh, wenn wir leben machen, weil wir weiten, dort wir durch Leben, lernen geduldig, standhaft zu sein, standhaft sein, bietet unseren Charakter ab, und das Werk in uns Hoffnung. Hoffnung lässt uns nicht zu schauen wollen, weil es uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Leib in unsere Worten geboten ist, was wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns Gottlose zu der rechten Zeit. So, wir haben hier zum Schluss und ein paar andere Verse zu lesen. Matthäus 28,20 lehrt uns alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe, und verlot ihnen durch ab, ich sie immer begint, bei dem Ende von der Welt. Ich habe so nicht warum glauben bin. Verlot ihnen durch ab, dass ich immer begint sie, bei dem Ende der Welt. Johannes, noch einmal 7,38, das wunderschöne Vers, wo das sagt, wer und mit läuft, dass der Schrift sagt, in seinem Körper waren lebende Ströme, waren lebende Ströme dran, das erst durch den Heiligen Geist. Nicht? Wenn wir läuft, dass der Schrift sagt, wo wir gefällt sind mit dem Heiligen Geist, und dass wir wollen feste Vertrauen haben, das Glauben, und dass du was rutscheln, dass du was Frucht zu sein sind, dass wir wollen sein können, und so, dass die Warteln in der wohnen, und dass die Blätter boven reiner wollen, dass die Frucht was zu sein sind. So, deswegen sagt es hier noch einmal, 1. Korinther 15, Vers 58, deswegen, meine lieben Brüder, steht fast, lasst dich nicht anschmieden, nehmt einmal Tau in deine Arbeit für den Herrn, denkt daran, dass deine Arbeit für unseren Herrn nicht vergebens ist. So, ich möchte mich mit den Tauben aller Mut sprechen, dass wir in den Tiden, wo wir dann gehen, wir weten nicht, was noch vor uns ist, ist noch was Schlimmeres kommt, wird es, aber dass wir wollen fester sein, dass wir wollen warten, mehr Deipa, dass wir wollen nie warten, nicht schmieden, dass wir mehr Frucht und so viel, dass der Ast darauf hängt, dass wir wollen können, mit dieser volle Frucht können, ein Tag für den Herrn stehen. So, ich möchte noch ein Gebet tun, ich möchte bis noch einmal Mut sprechen, weil wir glauben haben, weil wir fester wollen, weil wir einmal Deipa gründen, in ganz Raum diesen Abstand gewartet sein, was Jesus ist. Und dass wir wollen unbeweglich sein, weil wir uns nicht loten, anschmieden, nicht loten im Zweifel anbringen, weil wir vor sind. So, ich wollte hier noch ein Gebet tun. Vater in den Himmel, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir, dass wir die Gelegenheit haben, dass wir in dein Wort zu lesen, weil wir nicht an den Tag kommen mussten, eine Versammlung, weil ich vertraue, dass wir in jeder einer wollen Tüß, persönliche Gemeinschaft haben, mit dir, ehrlich, und wir gemeinschaftlich wollen sein, in der Leibloten brennen von dir, und dass wir wollen, wenn wir geprüft werden, dass wir bis unsere Wartel, wenn das geschadet wird, dass wir bis vor den Däuper aufgehen, Däuper nähen, und dass wir immer mal Frucht zu sein sind, dass wir nicht wollen anschmieden loten uns, sondern dass wir wollen bis Däuper gehen, und die loten wirklich uns die Arten aufknipsen, wo immer das fehlt, dass wir wollen ganz für die du sein, dass die Leute sagen, dass wir immer kleiner an selbst wollen, aber immer gerade für die, und dass die Kosten uns mächtig sind, und dass die Kosten wirken durch uns, was du weißt. Ich bete auch wieder für die Botschaft, Gott, musst du unsere Horten mit dit bewegen, opmerken, für die Botschaft, die kommen ist, dass wir können empfangen, was du sagst, durch deinen Geist an uns, dass wir wollen erbüht worden, erquickt worden, durch diesen Tag, durch diesen Weg, und dass wir wollen können stromen für die. Das bete ich in den Namen Jesus. Amen.
Grammars. Ik mag hier met een Fahrgrößen uit Johannes, 2 Johannes, Kapitel 1, Vers 3, wo das so sagt, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und vom Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit euch in Wahrheit und in Liebe. So das wollte ich uns hier wünschen, von dir, dessen Morgen, wo wir in eine andere Weise Gottesdienst haben, das was wir batiert haben dürfen, dort genießen. Ich wünsche uns diese Gnade und diese Barmherzigkeit von Gott, diesen Frieden, von dessen Vater und von dem Herrn Jesus Christus, das ist das falsche Jesaja jetzt, das Johannes geschrieben dort, dem Sohn des Vaters sei mit euch in Wahrheit und in Liebe. So, dass das Wort mit uns kann sein, dass wir handgegeben und segnet worden sein, dass wir durch diese Wahrheit und diese Liebe finden. So, ich wünsche Ihnen alle einen guten Morgen von dir. Ich wünsche, dass die möchten die Zeit ausschöpfen. Viele Dinge sollen wie von dir passieren, kann sein. Sie wünschen Ihnen einen guten Tag für die viele Zeit, wo sie nicht tun dürfen. Wenn wir nicht von dir sein, wo du nicht tun. Vielmal dann habe ich zu sein, wenn ich mal Zeit habe, dann würde ich da geistlich sein. Dann kann ich da studieren. Dann würden mir die täglichen Dinge nicht so sagen. Bodern, wenn ich mal Zeit habe, dann kann ich drüber gehen. Wenn wir das als Priorität haben, dass wir die Zeit reich anschauen, dass wir die Zeit reich genießen tun, anstellen, dass wir wollen uns an Euven, das Wort Gottes zu segnen, den Herrn zu segnen, aber das Wort uns reden kann. Das Wort uns wiesen kann, wo wir handkicken sollen, ein Wort wie gehen sollen. Ich wünsche, dass wir können alle diese Gelegenheit wahrnehmen von dir, wenn wir das über YouTube sein wollen. Diese Botschaft, ich freue mich für die Anleitung, das hängt so drauf. Du warst auch der Glauben erwähnt, für diese Zeit, wo wir sind. Und das ist auch wichtig, dass wir uns Glauben wollen stärker und stärker merken. Und daraufhin dachte ich an ein Thema, was Paulus sagen hat, in einem Moment, als er in Korinth wird. Paulus wird auf seine 3. Missionsreise und dann kommt er hier nach Korinth. Und er hat hier eine Vision, dort, eine Vision, aber heute doch an die Christen dort in Rom. So dass wir noch wie Norden, was ist Nordbas von Korinth, wo er haben will, nach Rom, aber er weiß nicht gerade wo. Es ist heute die 3. Missionsreise beendet, dann wird ihm klar, dass er wahrscheinlich nicht mal lang frei sein, dass er vielleicht gefesselt worden. Und das wird passieren, dass er in Jerusalem gehen wird. Dann wird ihm all geworden von seinen Mitteilern. Und sehen, dass er sich so bewiesen, dass irgends gemeint hat, und er hat sich seine Haare ganz aufschneiden, und es dort schon im Tempel nehmen, dass er gelebt hat, dass die Menschen sollen sein, er wird frei, und er hat die Wahrheit gepredigt, aber das hilft für dich nicht viel, was du verklären deuten. So, wir wollten wieder gehen dort, war du festgenommen, war in Caesarea geschickt, wo er 2 Jahre im Gefängnis bleibt, und von du war geschickt, wenn er sich am Kaiser beraten dort, dann war er nach Rom geschickt. So, sein Wunsch ging hier in Erfüllung, aber vielleicht hat er noch andere Weise, als er gedacht hat. So, Rom wird zu dieser Zeit die Stadt, von wo die Regierung wird, was alles ordnen dort. Und dann hat sich am Kaiser beraten, und dort wird dann die Gelegenheit geöffnet, nach Rom zu kommen. Und er hat hier viele besondere Belebnisse, wo der Hauptmann am Abpassen dort, wo der am sehr viel unvertrieben dort, und wo er viele Gelegenheiten hat, den Glauben mitzuteilen, seine Erfahrung mitzuteilen.
So, das Brief, der wird von ungefähr 57 nach Christus geschrieben, als Paulus hier in Korinth wird. Und heute diesen Brief nicht einschenken, aber eine Vorbereitung, nur dass er eure Leute irgendwo sein kann. Und von diesem Zeit, was heute dort rum umkommt, das sind von ungefähr 2 Jahre, was ist über 2 Jahre. So, nur das dort kann ich nicht sein, aber wir wollten dort heute 2 Jahre im Gefängnis in Caesarea. Und aber vor dort wird heute nach dem Stutze, wo heute was andere Gemeinden, du dich bei Ephesus, du bei Kleinasien besiegen dort, das heißt von Korinth, 3 nur Jerusalem reisen dort. So hast ich es dort, mit wo heute reisen dort, und dann schreibe ich diesen Brief in Römer, und du kannst das Vers, das mir wertvoll ist, was ich von der will brauchen, zum aus dem Tagsvers, das steht hier in Römer 1, Vers 16 drin. Römer Kapitel 1, Vers 16, du sagst, es ist das. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Zuerst die Juden, aber auch die Griechen. So, das Vers ist ein wertvoller Vers. Wo haben wir den von der umwandeln? Ich glaube, wir sollen das umwandeln. Wir sollen, was merken mit das Vers? Ein Gedanken für die Anleitung hier, für das Thema ist, wenn ich und du was abzuweisen haben, dann schämen wir uns für das Wort nicht. Wenn wir sind uns sicher, wir sind uns sicher, wir wollen das prüfen können. Wenn uns jemand was frei und dann wollen wir sicher sein, dass wir wollen von was wir reden tun. In das Evangelium brauchen wir uns das nicht mit schämen, wenn wir sind sicher, was das sein wird. Wie kann du beim Segen, wie kann du beim Studieren? Dann ist meine Frau, wo wir über so viel an schämen. Kürzlich hatte ich eine Anleitung von, wo Jesus selbst sein wird, wenn wir uns wollen, schämen sie nun zu bekennen, was heißt ich schämen, uns nun zu sein. Und hier ging Paulus, das ist das, wo er sagt, dass er schämt sich, das Evangelium von Christus nicht. Noch ein Gedanken dazu, hier in das Evangelium von Christus, hier oben wird sich das erlauben. Das Leben, was Gott für uns hat. Was er für uns hat, was eigentlich noch nicht existieren werden. Er schickt ihn uns sehen, auf diese Welt ab, und das, auf was wir von der so geluten kann sein. Die Vers fängt in Johannes 3,16, wo es sein wird, wo sagt Gott uns geläuft hat, und was er ihn sehen, checken dort. Ich wollte den Vers mal lesen. Johannes 3,16, ich glaube, uns ist der aller sehr bekannt, aber wir werden noch weiter lesen. Ich sagte, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. All die, die an glauben wollen, die wollen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das, was wir wollen, das ewige Leben. Nur das Leben, nur diese schwere Tiden, wo das hier geben wird, damit wir ewiges Leben haben. Und du bist Licht auch, dass wir Gottes Kinder werden können. Johannes 1, Vers 12, das ist ein wertvoller Vers auch für Opport, das sagt, aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So die 1912 Übersetzung sagte, du redest nicht von der Reich, sondern von der Macht. Er hat die Macht, er hat die Kraft. Und hier diese 2009 Übersetzung, der redet von der Reich. So wie kann Gottes Kinder werden? Das ist, was Johannes geschrieben hat. Noch einmal in Römer 1, Vers 16, wo
brücken wil als wat ik brücken doe als de tags. Römer Kapitel 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. So, wat doet hij in stelhouden, dat die raden deed, die wat aan glauben doen. So, dit zijn de aanleidende woorden voor deze boodschap. So hebben we dit op te wijzen. Hebben we op te wijzen dat ik geraad worden zijn. Is mir das wichtig, der Radung, was ich gekriegt habe. Ist mir das so wichtig, dass ich das bloß für mich selbst holen will. Dass ich nicht mein Bruder, meine Schwester, mein Vater, meine Mama, mein Freund, das mitteilen will. Ich glaube so, dass ihr uns nehmt, Kraxus hat von der ist, ich nehme an, viele Menschen sind segend geworden, viele Menschen, die haben Befreiung. Ist dort mank onze ene Gruppe Menschen ist das von unserer Gemeinde, ist das die neue Gemeinde, ist das von der anderen Sorte Menschen, die mexikanischen Menschen, die spanische redende Menschen. Ich nehme an, die haben Befreiung. Und vielmal sagen wir denken, sie waren tausend für das Evangelium. Aber innerlich haben sie vielleicht so ein großes Verlangen, sie möchten weiten, was die Nächste denken wird. Ich hatte kürzlich, wo mir ein Spanisch Redender anrufen wollte, bloß über WhatsApp, und dann fragte ich, was denkst du von das ganze alles? Und wir kamen in eine deutliche Erholung, der Schriftstellen ist dort, und motiviert wordt geschreven, dan geef hij mijn grote anerkenning en hoor een grote toevertrouwen aan de Mennonieten, dat die eens worden weten wat de grond weer er wou door op te reageren. Zo waar we van deze woord van der worden, zo'n mensen troosten kunnen, die vrede aanbieden, dat is ook wat het woord ons aanbieden deed. Waar we onze medmensen anrufen, weil wir ihnen sagen. So, wir wollen diese Botschaft in 3 Punkte nehmen. Und ich habe die Punkte kriege ich diesen Vers genommen, in Johannes 1, Vers 16. Und das geht um diese Punkte. Es ist eine Kraft Gottes, das ist die erste. Und die zweite ist, die alle rettet, die daran glauben. Und die dritte, zuerst die Juden, aber auch die Griechen. So, wo wir als dritten Punkt, so wir wollen darüber wieder abkommen. Wir kijken uns den ersten Punkt und dann, waar we mit mehr Bemerkungen haben. So, es ist eine Kraft Gottes. Da wird wieder belebt haben, dass wir das neue Leben gekriegt haben durch Jesus Christus. Diese Bekehrung ist dort eine Kraft Gottes gewesen. Nehmen wir dort so, was Gott dort mit tragen und durch seine Kraft können gerettet werden. Ein Beispiel davon ist Paulus in der Bekehrung. Wer wird Paulus? Heute wird eine Person, die sehr deutlich gelehrt hat, die sehr weit gelehrt hat, in der Basisschule, und heute wird ein Pharisäer, und dann fängt er an, Christen zu verfolgen. Das erste Christen wird die Jesus seine Fußstapfen folgen, dann fängt er an zu verfolgen. Hij fängt an, Brief zu sehen von der Oberste und dann leider diese anstarten. Und hij dadurch even eine Person, ein Stephanus, was aus Diakon gewählt worden wird, was zu Zeugen deut, den du wie bei, als den anbringen deut. So, wenn wir uns mal Apostelgeschichte 9, Vers 3, was ich saß, lesen, du fängst wie kriegt Paulus in der Begebenheit, wo er von Jesus bejegnet wird. Apostelgeschichte 9, Vers 3, was er saß. Sagt es dit. Und als er unterwegs war und sich Damaskus näherte,
umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme, die sagte zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte, Herr, wer bist du? Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gehen, den Stachel auszuschlagen. Und er sagte mit Zittern und Zagen, Herr, was soll ich tun? Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. So wir fangen hier, heute war ich in Damaskus. Damaskus wird ziemlich weit weg von Jerusalem. Und heute war ich durch an die Christen durchzuverfolgen. Heute ist das Allermöglichste an, dass diese Menschheit, was das lernen, das soll eingeruht werden. Und hier man kriegt wir Jesus an. Also wird voll zu hören, was da alles passieren wird. Heute frage ich an. Jesus fragt, wohin verfolgst du mich? Würde hij von der zu uns diese Frau sein, wo wir ihn verfolgen wie am? Und würde wir dann auch das sagen, als hij, wer bist du? Er Frau worden, wat moet we doen? So Jesus sagt hier, wer hij wird. Und dann wurde auch schwer sein, Paulus wie seine Mission nicht alle wen leicht, er war ein paar Mal gesteinigt und hat viel Strecke gekriegt. Mehrmal was sie am Seil geschlagen haben. Aber hij ging immer weiter an. Hij ging immer weiter. Da wurde zu verkennen, hij hat sein Zeugnis immer durch. Und mit dort hat viel können beschenken. Der Herr sagte ihm, Paulus wird so stark gestudiert, er wird so stark auf sein Glauben, was nicht der Reich der Glauben wird, aber hier mit uns, seht er, mit Zittern und Sagen, Herr, was soll ich tun? Kommen wir noch mal bei du, wo wir Jesus fragen, Herr, was soll ich tun? Dann sagt der Herr zu ihm, steh ab und geh in die Stadt. Dort man die sagen, was du tun sollst. So, kann es sein, was Jesus hier deutet. Er sagt zu Paulus, steh ab und geh in die Stadt. Du wollen sie die sagen, was du tun sollst. Und er braucht du in der Stadt so eine Person, die Angst hat für Paulus. Anders zu sagen, was er tun soll. So Gott seine Wesen, so wunderbar. Und über diese Kraft, was er bewirken wird. So wie fing de Kraft op Paulus broten uit? Wat ik al grotendeels erwähnt heb, de missionsreizen, had 3 missionsreizen. En dan de reis naar Rome. Zodat die al dat wat hij doet beleven deed, hoe ze Schiffbruch hadden. En wo am een slang in een hond pakken deed, wo die mensen glauben, hij wordt gestorven. En dat passiert nichts. Hij kan zoveel Wunder doen. Hij kan mensen heilen. En hij had nog de gelegenheid, als hij in Rome weer, dat hij nog de gelegenheid kreeg naar Spanien te reizen, om dat evangelium door te brengen. So durch seine Anstrengung, durch das, was hij diese Kraft genießen soll, als das Evangelium weit voranzugehen. Und wir fangen auch durch, wo hij vast wird, wo hij sich verantworten soll, und dann weiß er mit seiner Hand, und dann war die ganze Versammlung still, wo das ein großer Abbruch gegeben hat, jeden Abend, wo viele Juden sich haben abgemerkt, jeden Abend Klachten anzubringen, wo überarbeitet wird. Und dann hat eins gesagt, er winkt mit der Hand, und dann war die ganze Versammlung still, und dann fängt er an zu zeugen, was er belebt hat, was Gott zu ihm gesagt hat. Und er brachte drei, dass die Juden das Heil erst sollen kriegen und dann über die Heiden auch. Und das wird viele von den Juden bodern da. So, weil wir von der Gelegenheit wahrnehmen, das heute da. Heute wird für den ersten Regierer durch von den Municipio, können wir es dort sagen. Und heute nimmt die Gelegenheit, wo auch das Evangelium zu sein. In 2. Korinther 12, Vers 9, bei der Stehen, dort sind es ein Vers, wo er selbst geschrieben hat, Paulus, 2. Korinther
12, Vers 9 und 10. Hier sagt es dit, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So, Paulus sagt hier so, das was Jesus gesagt hat. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So, Jesus sagt, das ist das. Wenn wir uns an seine Gnade genügen lassen, dann wird seine Kraft in uns schwachen Menschen mächtig sein. Dann sagt Paulus wieder, darum will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten riemen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. So, er will froh sein, du mit seinen Schwachheiten, du mit Christus seine mächtige Kraft können durch arbeiten. Darum bin ich guten Muts in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So diese Gelegenheiten, Menschen von het Heil zu vertellen in dieser Zeit, waar wir dort tun, even wanneer het met uns Nöten geben wird, Verfolgungen, Misshandlungen, Ängsten, wenn es wegen Christi willen ist, dann soll es das sein, als Paulus, als Petrus und sein Mitarbeiter dort denkt, sie werden würdig was zu leiden für Jesus Christus. So, waar we doen wat te doen, waar we zijn, is we wem kriegen, waar we zijn, is we wem de heil verkennen können. Es jemand wat vrede fängt, wanneer we ihn anreden wollen. Und damit nehmen wir den zweiten Punkt, wo es sagt, die alle rettet, die daran glauben. So, ihr schaut, wie die Frau, der Farskrieg, wo es hier gehen geht, dass du erst eine Kraft und der Radung ist für allen durch, wer und glauben wird. Der Radung ist für allen durch. Weil wir mal in Johannes 1, Vers 12 blättern, du sagst, aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Reich Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So all wie, wat am han euch nun, wie wollten das, wat von Reich uns geben hat, wat von der Kraft der Herr uns gegeben hat. Wir haben all viele Dinge können überwinden mit dieser Kraft. Und wenn wir auch merken, was auch mein nächster Wort diese Gelegenheit wahrnehmen kann. Dem fehlt es vielleicht Kraft und die. Dem fehlt es vielleicht Kraft, dass die dort bringen das. Dass die am das sein muss. Lass uns anstrengen und merken. Paulus nimmt jede Gelegenheit wahr. Apostelgeschichte 16, Vers 23 und 40. Das ist eine besondere Begebenheit, was ich denke, wo wir vielleicht viermal würden zu kort kommen. Vielleicht soll ich sagen, wo ich vielleicht mit uns zu kort kommen. Hier in Apostelgeschichte 16, Vers 23 und 40. Hier ist, wo Paulus geschlagen worden wird. Hier ist gerade, wo der im Gefängnis neigedaan wordt en dan wordt aan de schleeuwen. En waar we ons dat eigentlich mal lesen. Vers 23 bei 40 sagt, und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie ihn ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Der warf sie, als er diesen Befehl empfangen hatte, ins innere Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. So sie werden in das andere Gefängnis neigedaan worden. Ich nehme an, dass sie ziemlich gut verwahrt geworden werden, dass sie ziemlich fast werden. Und dann sage ich, er legt ihre Füße in den Stock. So sie werden fast. Aber wieder, was passiert hier? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hielten ihnen zu. So, was deuten sie hier? Sie werden nicht in der irgendwer in seinem Gefängnis werden. Sie können ihre Stimmen haben brücken zum Gott loben und preisen. Sie können beten. Und das, was sie deuten. Und die Gefangenen
de Heeren en toe. Menschen, die von der gefangen sind in diese schwere Zeit, wo sie sich nicht wieder kann konzentrieren als was das alles waren. Das fehlt dort. Dat wir für ihn beten wollen, dass wir in das Heil anbeten wollen, dass wir in Frieden beten wollen durch Jesus Christus, was er geben kann. Und dann der 26. Vers mit 1 Hostig sagt es, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleich darauf öffneten sich alle Tiere und die Fesseln alle lösten sich. Als der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Tiere des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Er forderte ein Licht und sprang hinein und fiel Paulus und Silas sitzend zu Füßen. Führte sie heraus und sagte ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie sagten, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. So, das Kerkermesser, der hat nu die Frau. Und dann sehen sie an. Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Und wir nicht denken, wie kann eine Person, ein Führer im Heim, kann wir das beiden. Und dann war Heu in sein Haus geraten worden. Wie viel würden wir da noch können bescheiden? Wir haben das tun. Wir haben jemand das Heil umweiden. Und dann sagt es wieder, 32. Vers, und sie predigten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Dann nahm er sie zu sich in derselben Stunde danach und wusch ihnen die Striemen ab. Und er wurde sofort getauft, er und alle die Seinen. Und er führte sie in sein Haus und setzte ihnen einen Tisch vor und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er an Gott gläubig geworden war. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute Stadtdiener und sagten, lasst diese Männer gehen. So, weil wir hier einmal Stall holen. So, das sagt, sie predigen und alle wat in het huis werden. En dus kerkermessen nam en daarna naar zijn huis en was en de schlimmsten dreien wat ze gekregen hadden, dat ze werden versleeuwen worden. So, we kunnen niet vinden dat Paulus en Silas so weit doen worden wir, dat zij niet kunnen samen met Heil mitteilen. So zou je dat niet allemaal wieder. En dat meer een onderscheid voor deze persoon. En hij noemt het te dash en hij vreet zich. Dat hij een Gott geworden wird. So wat van onderscheid meer dat voor deze familie. Das Monde vreet zich. Vrijheid die ons dat we de gelegenheid hebben gekregen. En waar we ons vrijen dat we de gelegenheid hebben op de nächsten wat te zijn. Wir wollen den nächsten Vers hier nicht lesen, das von 35 bis 40 ist eine besondere Begebenheit, dort noch, wo sich das Dritt tun hat, wo er das Mittel hat, dass sie ein römischer Reich haben, und dann war das Anwohl, die das angedeutet haben, und zu peinigen, und wie fängt du da länger so, wenn du Titan lest, sind das wahrlich nur. Und hier ist nu die nächste Frau. Wenn du gerad bist, wirst du das wieder sein. Aber wenn du noch nicht gerad bist, wirst du diese Radung annehmen. Du musst schlicht für den zweiten Punkt und gehen den dritten. Hier von Römer 1, Vers 18, hier wie zuerst die Juden, aber auch die Griechen. So, Paulus der hat eine jüdische Mama. Und hij wird ganz onrecht worden door de jüdische Sitte nu. Und hij wird sehr vorsichtig, was er doet. Am wird sein Volk wichtig. Am wird sein Volk wichtig.
En immer waren, wanneer hij zijn mission ging, immer da om de Heiden, aber wanneer hij in de nieuwe stad kwam, dat eerste ging hij naar de Judenschool, naar de synagoge. So hij kwam zich immer nog aan zijn medbruder. Hij kwam zich aan de uiterwilde, wat God zich uiterwild had, en dat hij ook voor het heil kreeg. Wie fijn op zijn reizen, wanneer we Apostelgeschichte daar konden doen, wo sam van die dat veelmaal waarsmieten, die waren dal über arm, die willen am Steinchen, die willen am aanbrengen. En dat juist ook einzelne steden, die werden op voor het woord. Die willen horchen, die prieften dat met amtoop. Aber veelmaal zei we, hij predigt de Joden eerst, nu was een tijd, dan ging hij naar de Griechen, naar het heidenvolk. En veelmaal had hij door veelmaal erfolg. So waar we ook zoals dat zijn, waar we zijn, hoe kan we met onze radung omvangen. Want die zei, die was bloß naar het Nobervolk gaan, wo warst du de Unterstützung haben von deinen Medbrüdern? Von die dies nicht bewiesen hast, dass die der Radung wichtig ist, dass die deine Brüder wichtig sind. Paulus deutet es das. Hij ging in de synagogen der Juden, Apostelgeschichte 17, vers 1 en 2. Apostelgeschichte 17, vers 1 en 2. Durch eine Begebenheit, wie fing vieles ist dort, aber gerade hier besonders nach war, wo er das sein wird. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonik. So Thessalonik wieder nur op de Spitz, wo sie am Rand reden, wenn sie nach Korinth kommen wollen. So dat wieder nur Norden von Kleinasien und dann durch drehen sie am Rand, wenn sie nach Korinth kommen, in Athen und verschiedenste Städten durch. So hier werden sie nach Thessalonik gekommen. Da war eine Synagoge der Juden. Kann ich hier? Hij vond toevoets de synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging zu ihnen hinein und redete mit ihnen an 3 Sabbaten von der Schrift. Hij ging in 3 Sabbaten en reed met ihnen von der Schrift. So, hij deelde tot de met. Ik neem aan dat weer het eerste Mal wat hij hier in Thessalonik weer en hij ging hiervoets nemen en reed met ihnen van dort. So, wat wird Jesus zijn Befehl an seine Gänge? Wat wird Jesus zijn Befehl wat ist sein Befehl an uns? Wir hier in deze Verse hier schon in der Anleitung. Gucken wir Matthäus 28, Vers 19 und 20. Matthäus Kapitel 28. Du fingen wir den Abtrag, was wir kriegen, als Geist im Himmel fahren dort. En viele Menschen haben das die Titel so wahrgenommen, dass das so was ernst ist und als mir die das ernst geworden. 19 und 20. Darum geht hin und macht alle Völker zu gingen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Hier so als de opdracht en hij zegt, leert onderhouden wat hij ons bevolen heeft. En wie zal het zijn? Hij wordt bij ons aan alle deel wat aan een van deze wereld. Ja, wieder de onie. Veel meer wanneer we die schwierigheden hebben. Denk we aan dit, dat Jezus bij ons is. Alle deel wat aan een van de wereld. Hier noch einmal der Abmunterung. Und wie Brüder und Geschwister haben, weil wir darauf mit dran. Weil wir da sein, du hast eine Hoffnung. Wir dürfen uns nicht bloß an diese Welt festhalten, wo die schwere Dinge sind, wo die Schwierigkeiten sind. Wir haben eine Rettung. Wir können uns reutmerken für die Ewigkeit. Wir können wie Jesus sein in der Ewigkeit.
Ich mag hier den Tophang mitnehmen. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Waar we dat ernst nemen, waar we ons niet schämen. Waar we wat mitteilen, en wie fängt de Kraft erbij, de Kraft Gottes. In de Radung als voor allen door, dat du glauben deed. En Paulus ging eerst naar de Joden, aber naar de Griechen. Waar we dat in onze omgeving zijn sterk te merken en ook wieder uitvoeren. Ich möchte hier noch eine Geschichte vertellen von Hudson Taylor. Er wordt das letzte Jahr op Sommer Bibelweg geschaffen. Die waren weten dat eine Gruppe, diese Missionar von China, wordt in China geschaffen, verstellen. Und hier ist eine Beschreibung, zoals Amt dat nog mal gehen deed. Hij voelt zich ook met ons zo. Hij moet vele dingen doen wat hij kan geraad worden. En dan met ons, dan wordt aan de klaar dat alles volbracht wordt. Dat wil ik eens een kriets uitdrukken. Es ist volbracht. Dat hier hij met ons. Hij zegt hier zo, was für eine Befreiung diese Botschaft für Menschen ist, die sich durch eigene Anstrengungen zerquälten oder mit Zweifel und Ungeweissheit plachten. So, hij zegt met ons, deze boodschap, dit evangelium, wordt van de bevrijding. Waar kan ik geloten worden? Waar zijn ik vrij geworden? En zo'n mensen wordt vele aanstrengingen, wordt zich kwelen, er vertwijfeld, er ongewissheid hebben, wo ze gepleegd wordt. Hat der spätere Begründer der China Inland Mission, Hudson Taylor, erfahren. So, this man, hij wird in zijn ivrende Missionar, und hij erfuhr auch dit. Hij sagt es dit, oft versuchte ich mich selbst zum Christen zu machen, aber natürlich misslangen alle Anstrengungen. Ich fürchtete, dass ich aus irgendeinem Grunde überhaupt nicht mehr gerettet werden könnte. Da suchte er eines Tages in der Bibliothek seines Vaters ein Buch zur Unterhaltung. Dabei fiel ihm eine kleine Schrift in die Hände. Während ich las, wurde ich von dem Ausdruck gefesselt. Das vollendete Werk Christi. Ich habe hier, hij vond jemand eins in Engelse schrijvend und sagte, das vollendete Werk Christi. Das wird auch vorher gemerkt. Heute dürfen wir nicht noch viele Dinge tun, was heute dann wieder kann vorher merken, sondern das wird vorher. Wij dürfen das annehmen im Glauben, so sie schon hier in deinem im Glauben sein. Was ist vollbracht? Ich ein bisschen Verabschiedung. Warum braucht der Schriftsteller diesen Ausdruck, frage ich. Warum nicht das versöhnende oder stellvertretende Werk Christi? Augenblicklich durchzuckten mich die Worte, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? So, hij vroeg in hem, wat is vollbracht? Wat is vorig gemerkt? Und sofort antwortete ich, eine vollkommene Versöhnung und Genugtuung für die Sünde. Die Schuld unserer Sünde ist bezahlt und nicht allein die unsere, sondern die der ganzen Welt. Dann kam der weitere Gedanke, wenn das ganze Werk vollbracht und die ganze Schuld bezahlt ist, was bleibt dann für mich zu tun übrig? Und damit dämmerte in mir die wundervolle Überzeugung auf. Und wie ein Blitzstrahl wurde sie durch den Heiligen Geist in meine Seele geworfen, dass es gar nichts zu tun gab, als auf die Knie zu fallen und diesen Erlöser anzunehmen und seine Errettung von Ewigkeit zu Ewigkeit zu preisen. So, was haben wir zu tun? Diesen Herrn Jesus zu priesen. Wie kann du nicht uns das uitarbeiten, wie man das annehmen? Was so weit, diese Botschaft, ich möchte, dass die alle anstrengen in dieser Zeit, wo das so anders sich vorstellen wird. Mir persönlich, ja, das hier so, ich stehe und kicke in die Kamera an, aber ich muss mir das vorstellen, dass ich Kind
im Gesicht kicken, zoals van die alle hier persoonlijk zijn. En mij merkt dat een onderscheid. Ik neem aan, de meeste van jullie te beden zijn eerens. En waar zijn ze nog ernster kan zijn? Waar zijn ze meer opbieden kan worden? Ik geloof, we kunnen hem nog een beetje extra doen. Waar we dus ons niet schämen voor het evangelium, maar de kracht Gottes aannemen en waar we er klaar gaan, dat de raden voor ons doen is. Waar we zijn ons deze onderhoudingen te gaan. Ik mag nog met ons oom te beden, zo waar we ons morgen. Gerade, Oma, Herr Gott, wir kommen hier zu dir diesen Morgen. Wir sagen dir Dank, Herr, für deine Barmherzigkeit, Herr. Wir dürfen nicht Verfolgung leiden, für den Glauben noch nicht. Herr, wenn unsere Kirchen tausend wegen diesen Virus. Herr, wir danken dir, dass wir das Wort uitstrooien können, dass wir unsere Glieder das Wort mitteilen können. Und dass wir können den Nächsten den Frieden umweiden, wo du so unfriedlich worden sind. Viele von Menschen sind in Unfried. Herr, musst du dort Werk segnen, musst du jedem eine Kraft geben, den Willen zu erkennen und zu tun. Herr, musst du uns alle segnen. Herr, musst du uns beschützen, dass wir gleichzeitig werden, wenn wir mit uns nicht für einen Monat oder wer weiß wie lange das wird anholen, uns sie nicht im Gottesdienst begegnen wollen. Herr, halt die uns taub. Und was wir wollen, ernste Gemeinschaften haben. Dass wir in Deutschland verlangen wollen haben, wenn wir schwacher die Gelegenheiten wollen wahrnehmen können, dass wir dort wahrnehmen wollen und schätzen, dass wir in der Gemeinde können sein und auch in Kirchengebieten haben, wo wir uns schwacher wollen treffen können. Herr, wir beten, musst du die Krankheit lindern, den Virus lindern, dass du nicht dort so weit verspreut worden, dass viele dort bekommen werden. Herr, für viele gibt dort ein Zweifel, existiert dort für Hoffnung. Oh Gott, die weiß, was du gerade passieren wird. Und wir vertrauen, dass die weiß, was du damit verhauen, in dieses, wie kann in der Welt geloten sein bei dir, wenn es in der Welt so viel Unfrieden geben wird, wo viele Menschen Angst haben. Herr, wir beten um deine Nähe, Herr, wir beten für jeder ein, was das zuhören wird, und mag wir für den Nächsten nur sein, was du wahrscheinlich nicht sich die Zeit genommen haben, aber dass wir wollen forschen wollen, und aus seiner Hand Gottesdienst gehört, aus seiner Hand Gebetszeit gehört, Herr, dass wir wollen und unterstützen und ermuntern, dass sie dort wollen tun. Herr, wir beten und in dir Hilfe Namen. Amen. Ich möchte Ihnen noch ein Vers mitgeben von Segen uit 2. Petrus 3, Vers 18. Du sagst, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen Mut und Frieden und mutige Verweis. Auf Wiedersehen.